Der Mercedes-Benz Vito 2021, ja, als Transporter steht er hier, aber mit einem richtig tollen Ausbau von Vantura. Er heißt Urban und es ist eine absolute Weltneuheit. Ja, hier ist Patricia, ich grüße dich herzlich. Hallo. Das ist jetzt, glaube ich, deine Klasse, so ein kleiner Van. Ja. Traum? Ja, schon. Ich habe schon gesagt, innen sieht man so ein blaues LED und jetzt habe ich auch gerade erfahren, man kann sogar die Farbe ändern. Dann würde ich da nur pink drin leuchten lassen, ja. So ist es. Ja, das ist auch ein Segment, also wir sprechen ja bei Vantura hauptsächlich über Kastenwagen, die stehen hier vorne, das heißt, da seid ihr mit groß geworden. Ja. Und jetzt ist aber die Nachfrage nach Autos, die komplett im Alltag nutzbar sind und zwar ohne Einschränkung. Klar, Kastenwagen, der ist höher, da komme ich nicht in die Tiefgarage mit rein und so weiter, das ist hier nicht der Fall. Nee, genau, das Fahrzeug ist unter 2 Meter, man passt in jede Tiefgarage und das ist tatsächlich ein Alltagsfahrzeug, die man so sagen kann, den Kids dann mit dem Kindergarten fahren, zur Schule, ältere Leute, die auch gerne Richtung Süden fahren und dann einfach mal spontan irgendwo anhalten, aber auch Außendienstler, Vertriebler, da bedient man eigentlich jeder mit und wir sind da bei den Vento Urban auf Mercedes Vito. Der ist das Hinterrad angetriebene Vito mit serienmäßig 140 PS und Automatikgetriebe. Da liegen wir aktuell preislich bei 61.990 €. So wie er hier steht. So wie der hier steht, genau. Optional sind noch die 17 Zoll Bollwerkfelgen dazu. Die sind wichtig. Also ich glaube, die machen die Optik von dem Fahrzeug richtig. Tatsächlich. Ja, tatsächlich. Das macht das i-Punktchen, sagt man so. Ne? Und das ist möglich, dass man die Felgen direkt bei euch bekommt, direkt ab Werk? Klar. Natürlich, ja. Es ist ein Aufpreis von 1.200 € und sonst ist das Fahrzeug, so wie es hier steht, genau auf Komfortbasis und alles, was da drin ist, serienmäßig verbaut, wie zum Beispiel die beiden Schiebetüre. 2. Genau, sowohl links als rechts und auch das Schiebefenster, die natürlich da einverbaut ist. Das ist eine herausnehmbare Küche. Warte, ich zeige das mal ganz kurz. Das habt ihr gelöst. Das habe ich schon mal gesehen bei Pössl. Die haben das aber meines Erachtens nicht gut gemacht. Also ich hatte selber einen Campstar, muss ich fairerweise sagen. Also ich habe ihn selber geprüft und ich fahre jetzt einen T6, also weil das war nicht optimal gelöst. Ihr habt es anders gemacht. Ja, wir haben es absolut. Wir haben eigentlich alles optimiert, alles was möglich ist, haben wir möglich gemacht. Wir haben einen Servicebereich von innen und von außen. Okay. Die Küche ist komplett herausnehmbar, da sind nicht die Gasflaschen drin oder sonst was. Die wiegt, ist empfehlenswert zu zweit rauszunehmen, könnte man auch alleine, die wiegt so um die 40 Kilo. Okay. Genau, und hat dann auch beide Füßen, damit wenn man also, das ist schon mit drin? Genau, das ist serienmäßig eigentlich so verbaut in die Fahrzeuge. Und wir können uns auch an die andere Seite nochmal gucken. Da haben wir die Küche so ausgestellt, wie die ist, wenn man die von außen bedient. Okay, das Fahrzeug kommt nicht mit 2 Küchen. Nein, das wäre nicht so sinnvoll. Das Gute ist halt, also hier erreicht man tatsächlich auch den Leute, die von Montag bis Freitag das Fahrzeug als Alltagsfahrzeug einsetzen, Küche raus. Ach so, die brauchen wir gar nicht mitnehmen, die Küche. Die brauchen wir gar nicht mitnehmen. Und genau, dann für den Campingurlaub die Küche wieder einbauen. Hier haben wir die komplette Versorgung mit 12 Volt und Wasser und hier dann Gasanschluss. Alles Schnellkupplungen, das heißt, also ich bin hier ruckzuck versorgt und kann dann draußen... Kommt alles direkt ab Werk, beziehungsweise die werden in der Manufaktur gebaut. Aktuell sind die begrenzt auf 120 Stück, was wir bauen. Und genau, ja, das ist schon wirklich an alles gedacht und also ist ein extrem cooles Konzept, sage ich jetzt mal. Da freuen wir uns extrem drauf. Den als 4x4, ist das geplant? Geht. Ja, absolut. Der ist als Allradfahrzeug zu haben, optional, kostet, aber nagel mich nicht drauf fest. Ich denke 3.500 € Aufpreis für das Allrad optional, genau. So, das Aufstelldach ist von SCA, nehme ich an? Das ist ein SCA-Aufstelldach, was wir etwa optimiert oder hübscher gemacht haben, auch mit die LED-Beleuchtung drin. Auch hier wieder die Leselampen mit Drückfunktion. Da ist ein USB eingebaut, an beide Seiten natürlich. Das ist die Liegefläche, die sich dann... Ach so, ihr habt sogar Lampen, habt ihr oben in den Himmel eingebaut? Ja, genau. Das ist bei SCA auch nicht Serie? Nein, das ist nicht Serie. Das haben wir nochmal zusätzlich gemacht. Das schiebt sich dann ganz normal wieder hoch, die Liegefläche. Damit man auch ich muss das mal ganz kurz erklären, das Konzept. So, normalerweise fährt man geschlossen mit dem Dach. Das ist so. Das heißt, das Dach ist zu. Das Dach wäre dann, das ist auch die Liegefläche. Das wäre dann so, damit fahre ich dann so. Genau. Ja. Ganz normal, du bist 1,83 Meter groß, du bist schon sehr groß. So, und jetzt kann man im Alltag, das heißt während des Tages auf dem Campingplatz, das Ding hoch machen. Genau. Und dann habe ich Stehhöhe. Ja,
Genau so. Wenn ihr das dann nochmal ist macht. halt für die Bequemlichkeit, auch wenn man hier dann in der Küche dann etwas kochen möchte oder hat einfach viel mehr Komfort. Dann, So, die Sitze kann ich beide drehen? Genau. Serienmäßig auch alles eingebaut. Wie gesagt, das Fahrzeug, so wie der hier steht, ist wieder kommt auf Komfortbasis. Da hat die Drehsitze eingebaut. Hier ist die Sitzbank, die stufenlos auch verstellbar ist. Und dann als Schlafbank quasi umgebaut werden. Warte, das zeige ich mal gerade. Das ist aber nicht die Originalbank, das ist eine Eigenkonstruktion, oder? Genau, die ist von Agouti. Okay. Und haben wir uns für uns fertigen lassen. Die ist, wie gesagt, die ist stufenlos. Die kann man ja quasi so einstellen, wie man das möchte. Und dann umbauen als Schlafbank. Also ich fahre einen Morelo und ich habe das gleiche Bedienfeld. Das gibt's doch gar nicht. Ihr habt das gleiche Bedienfeld wie in meinem Morelo. Ja. Vom gleichen Hersteller. Das ist ja richtig cool. Also ihr habt ordentliche Qualität verbaut. Ja, absolut. Also haben wir auch darauf geachtet. Das ziehen wir auch komplett in unsere Venturo-Linie durch. Dass die Grundausstattung einfach stimmig ist. Mhm. Genau. Was auch eingebaut ist, ist dann die 2 kW Webasto-Standheizung. Diese? Genau, die ist serienmäßig eingebaut. Natürlich auch 12 Volt, 230 Volt, USB-Steckdose. Wir haben nur für uns einen Kühlbox entwickeln lassen. Der hat 30 Liter Volumen. Mach mal auf. Okay. Genau. Die kenne ich, die Kühlbox. Das ist schon echt ordentlich. Ja. Das ist ordentlich. Das heißt, ich kann auch hier den Einsatz einfach hochheben und komme überall gut ran. So, Genau. das ist nämlich hier vorne. Die ist sehr tief. Also wenn du es mal kurz rausnimmst, Ja. da gibt es nämlich unten, es gibt noch mehr, weil die Leute denken, da wäre jetzt Feierabend. Nee. Das heißt, es geht fast einen halben Meter runter. So ist es. Cool. Ja. Das gefällt mir. Schon Wahnsinn. Interessant ist auch die Technik, die Bedienelemente oben drauf, nämlich da, wo sie hingehören, die muss ich nicht suchen. Das ist bei vielen ja so, da sehe ich die Temperatur rauf, runter. Genau. Cool. Ja, sonst haben wir die Ablagefläche natürlich, die wir hier sauber verarbeitet haben. Und, es gibt den Frischwassertank, was auch wieder Unterflur ist, mit 25 Liter. Was auch 25 schon, Liter? Genau, für die Fahrzeuge schon sehr viel ist. Ich habe 10 Liter. Ja. Also das ist normales 10 und 10 im T6. Ja. Und wenn man dann mal Dusche, habt ihr eine Dusche mit drin, eine kleine oder eine Brause? Außendusche. Außendusche. Genau. Wo ist Die sie? kann man dann ganz normal von außen da bedienen, wo, Das- wo das Servicebereich ist. Auch. Okay, ich verstehe. Genau. Das heißt also, ich baue dann die Küche aus und habe dann auch die Dusche. Oder wie? Ist hinten ein Bajonettverschluss? Würde theoretisch auch gehen, aber meistens gibt es natürlich bei den Zubehör dann die Außendusche, die man dann mitbestellen kann und die dann von außen bedienen kann. Ja. So, du darfst das Schlafbett einmal kurz herbereiten. Ich würde nämlich mal gerne sehen, wie das gemacht wird. Genau. So. Die beide Bettverlängerungen, nenne ich die mal, die sind hier unten verstaut. Die sind auch nochmal zusätzlich mit dem Gurt dann gesichert. Jetzt kommt nämlich gleich die Patricia. Camping-Anfängerin. Studiert Journalismus, muss man dazu sagen. Und die habe ich mitgenommen, die habe ich rekrutiert quasi hier, um mal zu zeigen, wie man mit 1,67 Meter, richtig? Und 1,83 Meter darauf schläft. Das ist jetzt die Verlängerung? Das wäre die Verlängerung, genau. Warte, ich zeige das mal gerade komplett. Und eine steht natürlich da. So, jetzt machen wir mal eine Liege, machen wir mal beispielsweise. Ich glaube ja, dass die beide gehen. Die muss auch komplett runter. Denn wichtig ist ja, was geschieht, wie liegt man da drauf. Ich denke, dass man hier noch eine kleine Auflage nimmt. Ganz genau, Ja. die haben wir auch im Warte, ich gehe die mal holen. Ich verfolge ihn mal. So, die gibt es eigentlich bei jedem Zubehör. Das ist dann noch so mal ein extra Topper, die da drauf kommt, um echt bequem zu liegen. Das braucht man auch bei der Sitzbank. Wenn du es mal drauf machst. Ich will einfach mal sehen, dass die Leute sich vorstellen können, wie das ist. Denn die Patricia muss gleich mal Probe liegen. Die lassen wir heute Nacht mal hier, dass sie mal... Nee. Ja. Zieh noch mal ein bisschen weiter. Genau, sie zieht sie jetzt mal rüber. Eigentlich eine Sache, sagen wir mal, realistisch von 5 Minuten, wenn man es geübt hat. Ja, tatsächlich. Ja. Ich bin selber, was das angeht, was den Aufbau angeht, auch noch sehr ungeübt bei dem Fahrzeug. Aber Ist nicht schlimm. Also das Fahrzeug ist ja ganz neu, oder? Es ist ganz neu, tatsächlich. Es ist auch eine Premiere hier auf dem Messe. Und trotzdem habe ich hier noch Stauraum. So, der Hersteller ist nochmal von der Bank. Wie ist der Name da unten steht? Ich kann es nicht richtig sehen. Agouti oder? Agouti? Ja. Ja, genau. Mit B vorne. Agouti.
Agouti ist der Hersteller. Warte, da vorne steht es nämlich, da ist es unten drauf, Agouti. Dann habe ich Stauraum, das Ganze sieht sehr professionell aus mit den Schienen. Das hat er gut gemacht. Ja, das Fahrzeug wird, wie gesagt, in der Manufaktur hergestellt. Da ist die Qualität echt gewährleistet. Und das ist ganz weich. Also wenn du da mal kurz mal runterdrückst mit dem Finger, dass man sieht, also das Material ist wirklich vielleicht ein bisschen mehr in der Mitte. Ich bin eben gelaufen. Okay, Genau, es gibt so richtig nach, wenn man da barfuß drauf geht. Ja, das fühlt sich gut an, oder? Ja, tatsächlich, ja. Ja, wenn ich mal kurz hinlegst, bitte Patricia. So, das ist schon was anderes wie in dem Van, oder? Ja, aber durch diese Matratze oder diesen Topper ist es wirklich sehr, sehr angenehm. Ja. Und was ich super cool finde, das kann man jetzt von deiner Seite gar nicht so sehen. Warte, ich komme mal kurz zu dir. Ja. Ich will das mal sehen. Außenküche, da bin ich. Und zwar ist dieses schöne Ambiente-Licht und das ist sogar dimmbar. Das hast du eben schon erwähnt. Ich glaube, das hat dich ein bisschen angefixt, dieses Licht, oder? Das ist gut. Ja, schon. Also das sticht schon ins Auge, dieses Blau. Und da gibt es eine Fernbedienung, ich zeige das mal gerade. Das ist ja jetzt nichts Neues, aber ihr habt es komplett integriert. Das heißt, das ist nichts nachgerüstet, man sieht keine Kabel. Toll gemacht. Und die Batterie? Die war noch nicht freigeschaltet. Noch nicht mal, ne. So. Tatsächlich. Und jetzt kannst du die Farben ändern. Man könnte die so einstellen, wie man das eigentlich gerne hätte. Zum Beispiel, man kann ein warmes Licht machen, ein warmes, weiches Licht, man kann ein hartes Licht zum Arbeiten machen. Ja. Cool. Also was ich toll finde, sind die LEDs im SCA-Dach. Kinder, da habt ihr euch was überlegt. SCA ist einer der größten Hersteller für Aufstelldächer, muss man sagen. Also die bauen Qualität. Genau, absolut. Ja. Sehr schön. Abwassertank sind 10 Liter, richtig? Abwassertank ist 10 Liter, ja. Super. Leg dich noch mal kurz hin. Ja. Man schläft dann wahrscheinlich immer mit dem Kopf nach hinten, oder? Das ist wahrscheinlich die bevorzugte... Sehr wahrscheinlich, ja, aber das ist eigentlich so, wie man das möchte. Manchmal, ich schlafe in den Kastenwagen auch falsch rum. Tatsächlich. Falsch rum? Aber, ja. Okay. Aber was ist schon falsch rum, ne? Also wie man sich, so. Man könnte sich so das wäre dann so rum quasi. Ja. Und das halt, hier muss man auch sagen, wenn man das Bett so aufbaut für beide, dann könnte man den Sitz hier drehen und hätte man das quasi komplett aus Schlafbereich. Also dann ist man über 2 Meter. Ja, tatsächlich. Ah, das heißt auch ganz lange Personen hätten kein Problem. Hätten eigentlich kein Problem. Die würden dann aber dann auf der Beifahrerseite schlafen. Die würden dann sehr wahrscheinlich, also Kopf da hinten und die Beine dann Richtung, genau hier, wenn man komplett gedreht ist. Okay. Aber auch da gilt es natürlich am besten mal zum Händler fahren, Probe schlafen. Das ist so, einfach mal reinlegen. Ja. Jetzt kann ich sehen, das ist dann praktisch eine Basis. Genau. Ja, cool. So, jetzt machen wir noch einen letzten Test. Ja. Die Patricia weiß, was ich will. Du musst aufs Dach. Ja, genau. Denn mich interessiert, weil die SCA-Dächer, die haben nicht so viel Aufbauhöhe, das ist ja auch wichtig wegen dem Parkhaus, dass man noch reinkommt, ob die Matratze bequem ist oben. Das ist ja immer so das Thema. Das ist die Frage. Das ist eine gute Frage. Auch da im Schlafbereich haben wir die Tellerfeder natürlich eingebaut für noch mehr Schlafkomfort. Genau, dann machen wir runter, dann gucke ich mal gerade, ob ich hochkomme. So, das ist übrigens das Dach komplett. Ich zeige es mal gerade. Oben drauf. Über den Sitz kommst du dann. So, über den Sitz kommt sie rein. Sie steigt mal genau. Rein. Während sie hochgeht, können wir noch mal erwähnen. Oh ja, das ist wirklich sehr groß hier oben. Ist groß, oder? Ja. Das ist echt eine Liegefläche. Warte mal, ich gehe mal kurz rein, dann filme ich mal kurz rein bei ihr. Also ich hätte es mir nicht so groß vorgestellt. Ist groß, gell? Ja. Ja, das Coole ist, man kann auch hier vorne aufmachen. Hier ist das Fliegengitter. Ach ja. Das kann ich komplett öffnen und da kann ich auch rausgucken. Das hat SCA schon immer so gehabt. Und ja, wenn du dich einfach mal hinlegst, mir mal sagst, wie die Matratze ist. Ich meine, da ist jetzt so ein Kunststoffding drauf, aber das ist schon ein bisschen härter, oder? Das ist ein bisschen härter, ja. Gibt uns einen Trick. Ich habe so einen kleinen Topper oben drauf, den nehme ich immer mit. Den kann man ganz stark komprimieren. Wenn du den drauf machst, schläfst du wie im 7. Himmel. Okay, na dann. Sehr schön, aber groß. Das heißt, es ging auch mit 2 Personen, oder? Hier oben. Ja, auf jeden Fall. Also so Standardgröße auf jeden Fall. So, Standard übrigens 1,67 ist sie. Wenn du dich mal bis zum Ende mal hinlegst, dass man mal sieht, du bist 1,67 Meter. Ja, also ganz oben, ja. Genau. So, dann ist hier immer noch, ja, das heißt rund 1,90 Meter ist kein Problem. Ne, genau. Also ich würde so sagen, das Bett ist ja auch so 1 Meter, ich weiß es nicht auswendig, ich denke 1,95 Meter muss es sein, auf 1,35. Ja. Steht natürlich auch nochmal in die Kataloge und Preis. In der Beschreibung mit drin. Genau. So, das ganz neue Modell, M-Books,
mit drin. Das hat alles an Technik, was es jetzt gibt. Spurhalteassistent, also Genau. vielleicht fairerweise dazu, es gibt ja so eine, die sagen, ja, der VW und der Mercedes, aber der Mercedes fährt sich schon mehr PKW-like, oder? Das ist schon echt gut, muss man echt sagen. Der fährt sich so angenehm. Genau, und ich wollte auch nochmal erwähnen, es ist eigentlich ganz wichtig auch, dass man das Fahrzeug auch aus 5 oder 6 Schläfern nutzen kann. Man kann auch mal optional nochmal Einzelsitze mit dazu buchen. Wie gesagt, für während der Woche halt eben. So, wenn ich viele Kinder habe, es gibt ja viele Camper, die haben nur 4 Sitze. Genau, ja. Das ist dann auch, da kann richtig viele Leute mitnehmen. Ich zeig's dir mal gerade. Warte mal kurz, Patricia. Ich komme mal kurz zu dir. Das wäre praktisch der Blick, wenn du jetzt mal kurz aufmachst. Jetzt kann man sie kaum sehen. Jetzt öffnet sie mal und da ist die Patricia drin. Das ist schon hoch, oder? Da oben, das heißt, man blickt über alles. Ja, das stimmt. Also, Zeig's mal gerade komplett. Man könnte aufs Meer blicken, sagt sie. Ja, das war der große Bericht von Vantura zusammen mit Dimitri aus Belgien, der in Deutschland lebt und mittlerweile in einem Vantura VT 540D dauerhaft lebt. Das ist so. Man trifft dich oft in Koblenz, richtig? Man trifft mich auch mal in Koblenz. Ja, ich bin eigentlich, ich sag's immer wieder, wie ein Nomade eigentlich. Ich bin ständig in Bewegung, ständig unterwegs. Genau. So. Ja. Ja, vielen, vielen Dank. Das hast du sehr, sehr gut gemacht. Ja, kompletter Rundgang auf der Messe. Nicht so viel los, muss man sagen. Normale Freitage, die sind überfüllt. Ist sehr verhalten im Moment. Aber deswegen drehen wir ja auch die Videos, zeigen das der ganzen Welt, was es gibt. Ich habe viel gelernt über Vantura. Habe gar nicht gewusst, dass klar, ich habe es schon mal gesehen, aber jetzt so im Detail. Ihr seid in einem Markt unterwegs, der explodiert. Kastenwagen ist das Thema Nummer 1 im Moment, oder? Tatsächlich, ja. Vielen Dank, Dimitri. Ja, sehr gerne. Und bis dann.